Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr hört sie am Hintergrund, die Vögel zwitschern, es ist Montagmittag und ich sitze draußen im Garten, genieße jetzt ja gerade mal etwas ausgedehntere Pause bei schönem Wetter und dachte mir, bei der Gelegenheit stellst du euch wieder mal einen Tabak vor. Heute geht es um einen Tabak, einer Tabakreihe, die ich in meinem ganzen Leben noch nie angerührt habe. Diese sind an mir irgendwie auf wundersame Weise in all den Jahrzehnten an mir vorbeigegangen. Und zwar geht es heute konkret um diesen Tabak hier. Ihr habt es richtig gesehen, es geht um einen Tabak von John Aylesbury und zwar um diesen hier. Das ist die Pipe Smokers Edition Nummer 1, ein Aromat und der erste John Aylesbury Tabak, den ich jetzt entsprechend mal anbrechen werde. Ich hatte mir schon vor einiger Zeit mal eingeholt, der ist immer noch original verspeist, ist eine andere Geschmacksrichtung. Dieser hier verspricht allerdings doch interessant zu sein, sehr interessant zu sein und vor allem allein das Cover schon mit dem denkenden Studenten und seiner Gesteckpfeife. Dieses Bild ist ja wohl bekannt, das hat mich gereizt und daher dachte ich mir, schaust dir den Tabak mal an, probierst ihn mal und mal gucken, wie das Ganze ausschaut. Und bevor ich jetzt gleich zum Geruch gehe, zeige ich euch erstmal hier kurz ein Bild vom Tabak selbst und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt habt ihr ja den Tabak gesehen. Hier ist die Dose nochmal. Ich mache sie gerade wieder auf. Ihr habt sie gehört. Es gibt keinerlei Schutzdeckel oder ähnlichem, außer dem Metalldeckel, also kein Schutzpapier, keine Folie. Hier ist der Tabak. Ihr habt ihn ja auch gerade schon gesehen. Das sind also verschiedene Virginia-Grade aus North und South Carolina. Wir haben etwas Maryland drin und etwas Black Cavendish. Und das Ganze kann man hier auch so ein bisschen erkennen. Es sind also auch Cube Cuts dabei, die die Mischung so ein bisschen auflockern und für einen kühlen Abbrand sorgen sollen. Ob sie das tun, werden wir merken. Alles andere kommt gleich. Kommen wir erstmal zum Duft. Wenn man die Dose aufmacht, kommt einem unweigerlich ein sehr aromatischer Duft entgegen. Also ich vernehme hier auf jeden Fall so florale Noten. Erinnert so fast schon ein bisschen an Parfum. Ich meine auch etwas Vanille riechen zu können. Und ich rieche auch, finde ich zumindest, etwas Honig. Also es dürfte auf jeden Fall Honig dabei sein, so vom Geruch her. Ich bin mal gespannt. Ich habe mal wieder völlig vergessen zu lesen, was hier drin ist. Also ich weiß, es sind Maryland und Virginia Tabak. Das ist das Einzige, was ich in Erinnerung habe. Aber von Aromatisierung her Honig, florale Töne, Vanille und noch ein Duft Marzipan. Das erinnert mich so ein bisschen an Marzipan vom Geruch her. Also definitiv vom Geruch her ein Tabak, der Lust auf mehr macht. Und von daher möchte ich euch gar nicht weiter jetzt hiermit aufhalten, weil Virginias sind drin, Black Cavendish ist drin, Maryland ist drin und das kann man auf der Rückseite entnehmen, das habt ihr auch bei den Bildern schon gesehen. Von daher würde ich sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz den Tabak in der Pfeife, die ich eingebracht habe und dann gehen wir auch schon direkt zum Review über. Also bis gleich.
Es ist ein Aromat. Was bietet sich da also besser an als diese Pfeife hier? Eine Savinelli 320 KS. In dem Fall das Modell Roma. Rundherum rustiziert, sandgestrahlt, wie auch immer. Schönes Pfeifchen, weite Bohrung, optimal für Aromaten, um sich und ihr Aroma entfalten zu können. Ah, ich habe Heuschnupfen, das wird Katastrophe. Aber schauen wir mal. Ihr hört es ja, es ist momentan sehr, sehr windig. Die Sonne scheint zwischendurch, es ist also mild. Wir haben um die 20 Grad, aber der Wind ist heftig. Das merke ich auch bei Anzünder Pfeife. Wie ihr gut sehen könnt, der Tabak bäumt sich also ein bisschen auf. Das war auch zu erwarten bei der Mixture. Wie gesagt, es ist ja auch ein Cube Cut dabei. Und Aromaten und auch Cube Cuts und Mixtures, die brauchen halt wie gesagt Platz. Die wollen sich entfalten. Dem werden wir jetzt einfach hier auch Rechnung tragen. So, Oberfläche geglättet. Ein bisschen raucht es noch, aber nichtsdestotrotz, ich brauche doch mal ein zweites Streichholz, weil das erste ist mir hier schon nach knapp über einem halben Weg ausgegangen durch den Wind. Feuern wir nochmal nach. So, hier ist wieder die Pfeife. Jetzt seht ihr ja, die Oberfläche, die Asche ist schön geglättet, die Pfeife ist gut am Zug. Die hierin enthaltenen Virginias quittieren einem natürlich sofort das Anzünden. Sie werden anfänglich bitter. Das ist ja bei vielen der Fall, eigentlich bei den meisten. Aber so nach 2 Sekunden ungefähr legt sich dieses bittere Aroma. Der Tabak wandelt sich so ein bisschen. Er braucht aber ein bisschen länger als andere Virginias, die ich kenne. Wenn ich jetzt also von Sweet Vanilla Honeydew zum Beispiel spreche, das ist ja Ready Rub, das ist ja Virginia. Wenn ich von meinem Patriot zum Beispiel spreche, das ist ja auch ein reiner Virginia. Da ist die Aromatisierung nach 2 Sekunden ungefähr da. Das Bittere ist weg, weicht dem Aroma des Virginias. Hier braucht es ein bisschen länger. Jetzt schmeckt es, wie es schmecken soll. Also es sind schon ein paar Sekunden mehr. Aber wenn man es weiß, absolut im Rahmen des Erträglichen. Die Pfeife hat sich ganz normal stopfen lassen. Meine herkömmliche Methode. Funktioniert wunderbar. Oben etwas kräftiger angedrückt, weil ich halt wusste, er bäumt sich auf. Ich muss ihn sowieso wieder runterdrücken. Habt ihr ja gesehen. Und jetzt haben wir halt wirklich den kühlen Rauchgenuss, so wie es sein soll. Wer sich über den Hintergrundlärm hier wundert, wir haben also diesmal keine von den Nachbarn mit Großbaustelle, sondern eine Straße weiter wird hier Glasfaser verlegt, was ihr also hier so ein bisschen rummern hört. Das ist halt wirklich, ja, das sind Straßenarbeiten. Glasfaserkabel, das wird ja auch noch ein paar Tage andauern. Wir hatten das vor ein paar Wochen auch schon. Augen zu und durch. Aber ansonsten, toi toi toi, ist es ja heute verhältnismäßig ruhig. Also ganz klar, man merkt, es ist ein Virginia Tabak. Der Tabak schmeckt nach Virginias. Was mich so ein bisschen wundert ist, als ich die Beschreibung gelesen hatte, Virginias aus North und South Carolina, war mir klar, Virginia. Aber Virginia, das können die würzigen sein, das können die süffigen sein. Maryland muss ich passen, weiß ich nicht, wie er schmeckt. Habe ich noch nie pur geraucht. Und Black Cavendish, das wissen wir ja, ist halt einfach der Geschmacksträger für die Aromatisierung. Fermentierter Tabak, meistens Virginia oder Latakia, meistens Virginia oder Burley oder beides gemischt, zusammen fermentiert, bis es schön schwarz wird, aromatisiert, gib ihm Saures und dann entsprechend beigemischt. Also ich bilde mir ein, die Virginia-Basis hier sind auf jeden Fall die würzigeren Virginias. Dieses typische, dieses süffige, das man sonst herausriechen kann, wie Trockenobst oder ähnliches, hatte ich vorhin nicht. Ich hatte hier am Tabak gerochen
und habe ja gesagt, das erinnert mich an Vanille, das erinnert mich an Honig vom Duft her und ich habe auch noch so florale Töne herausgerochen. Florale Töne schmecken kann ich hingegen nicht. Wer jetzt also einen Tabak erwartet wie den Kentucky Bird, denke ich mal, der wird ein bisschen enttäuscht sein. Aber was ich hier schmecke, ist eine interessante Mischung. Ich habe so würzige Aromen von Virginia. Man schmeckt so ein bisschen Honig raus. Das ist aber nicht so, als wenn ich jetzt beispielsweise den Fourth Generation 1855 war es, glaube ich, rauchen würde. Weil der war ja richtig mit Wildhonig. Da hat man richtig den Honig herausgeschmeckt. Hier habe ich nur so einen Hauch von Honig. Vanille beispielsweise kann ich überhaupt nicht rausschmecken. Dafür habe ich ja eine Fruchtnote dabei, aber auch nur so ein Hauch von Frucht. Das ist also nicht so, dass man jetzt denkt, man hat hier einen Fruchtaromaten. Also wer jetzt hier beispielsweise von Cobb Tobaccos die Caribbean Blue Reihe kennt, ich denke jetzt beispielsweise an den Graham, der ist ja mit Brombeere aromatisiert, da schmeckt man richtig prägnant Frucht raus. Auch wenn ich da nicht beschreiben konnte, welche Art von Frucht. Er ist lecker, es ist ein Fruchttabak. Hier merke ich, es ist Frucht drin, aber auch wieder nur subtil, ein ganz dezenter Hauch von Frucht. Was ich aber auch noch interessant finde, beim Geruch des Tabaks hatte ich ja angemerkt, es riecht so ein bisschen nach Marzipan. Das ist schwierig. Ich hatte vor einigen Jahren von Kohlhaas und Kopp, das war ja noch bevor die Firma umbenannt wurde, eine Meistermischung. Nagelt mich jetzt nicht fest, welche die Nummer ist. Ich weiß jetzt nicht auswendig. 11, 22, irgendwas, also irgendeine Nummer. Es könnte auch 110 gewesen sein. Ich weiß die Nummer nicht mehr. Die war mit Marzipan. Und daran erinnert mich das hier geschmacklich so ein bisschen. Und also vom Geruch her ein bisschen. Der Geschmack hingegen, da kommen so viele Geschmäcker hier zusammen. Ja, das ist echt schwer zu definieren. Honig, wie gesagt. Die Süße des Virginias. Aber beim Abgang durch die Nase, da habe ich was drin. Das ist wie eine alkoholische Note. Es könnte Amaretto sein. Ich bin mir nicht sicher. Amaretto würde aber passen. Ich sagte ja, es riecht so ein bisschen nach Marzipan, der Tabak. Erinnert mich, wie gesagt, an die eine Meistermischung von Cobb Tobaccos. Und Amaretto geht ja auch so in diese Richtung. Ist ja auch aus Mandeln hergestellt. Ob das mit Mandellikör, ob da irgendein Marzipan drin ist, irgendwas mit Mandel ist drin. Und er gibt zusammen mit dieser leichten Würze von Virginia statt der Süße und mit dem Honigaroma, das ich so noch vermerke, einen ganz, ganz interessanten, angenehmen Geschmack. Nicht zu süß, weil, wie gesagt, der Virginia wirkt würzig. Deswegen, ich gehe davon aus, es ist kein süffiger, sondern wirklich ein würziger Virginia und harmoniert dadurch sehr gut mit dieser würzigen Süße vom Honig und diesem Hauch von Frucht und diesem alkoholischen Aroma, was ich, wie gesagt, auf Amaretto ein bisschen zurückführe. Aber Vanille, was ich ja so ein bisschen auch gerochen hatte, kann ich geschmacklich überhaupt nicht feststellen. Ja, retronasal auch. Wie so ein Hauch Amaretto. Wenn ihr schon mal Amaretto gerochen habt, wenn ihr schon mal Amaretto getrunken habt, und zwar den guten, den Di Saronno, super. Und daran erinnert mich auch der Geschmack. Wie ein Amaretto mit etwas Honig und etwas Süße, aber immer noch so eine Fruchtkomponente. Die Fruchtkomponente, die ich so rieche, sagt ja, ich habe florale Töne gerochen, ich schmecke aber so Fruchtnoten raus. Das kann natürlich auch auf Virginias zurückzuführen sein. Es sind ja Virginias enthalten aus North und South Carolina.
Vielleicht hat man ja nicht nur würzige Virginias genommen, sondern auch einen gewissen Anteil der süffigen Virginias. Das könnte so diesen Hauch von Frucht vielleicht erklären, dass es wirklich auf den Virginia zurückzuführen ist. Es kann aber auch sein, dass man hier vielleicht so einen Hauch von Frucht mit in die Mischung reingebracht hat, in der Aromatisierung. Ich erinnere mich ja noch, ich hatte von Cobb Tobaccos aus der Caribbean Blue Reihe den Graham. Das ist mit Frucht, eindeutig. Ich hatte aber auch den Rackham. Der Rackham sollte ja auch mit Frucht sein, hat aber diese Karamellnoten gehabt. Da habe ich von der Frucht beispielsweise gar nichts merken können. Hier hingegen habe ich so eine Fruchtnote definitiv drin. Ich kann sie definitiv aber auch nicht zuordnen. Also ich weiß nicht, was es ist. Es riecht gut und es schmeckt gut. Es ist so ein bisschen schwierig. Um euch hier den Geschmack geben zu können, muss ich schneller rauchen als gewohnt. Das stört mich so ein bisschen. Aber ja, ist definitiv sehr angenehm. Der Abbrand ist gut, aber man muss ein bisschen aufpassen. Ich rauche jetzt momentan ein bisschen schneller. Wenn er schneller geraucht wird, neigt er halt auch dazu, zwischendurch so ein bisschen bitter zu werden. Also dann wieder ein paar Sekunden warten. Dauert ja hier bei dem Tabak ein bisschen länger, aber ihr merkt es ja, ich bin hier am Reden. Die Pfeife, die klimmt ja trotzdem, also der Tabak klimmt ja trotzdem weiter. Und wenn ich wieder dran ziehe, ist auch wieder dieses bittere Aroma weg. Also rechnet so mit 5 Sekunden ungefähr, dann könnt ihr ganz normal weiter rauchen. Ja, retronasal, angenehm. Die Raumnote ist ebenfalls angenehm. Der Tabak, wenn er abklimmt, der riecht gut. Und bei der Raumnote ist auch Vanille dabei. Also ich sagte ja, der Tabak hat so ein Vanillearoma. Schmecken kann ich sie nicht, aber ich kann sie riechen, auch beim Abbrand. Also die Vanille ist hier wieder mal ganz klar eingesetzt als Aromat für die Raumnote, aber nicht für den Geschmack, meiner Meinung nach. Schmecken tue ich sie nicht. Dieses Florale, das ich gerochen habe, ich kann es nicht zuordnen beim Tabak. Es riecht sehr angenehm. Es riecht, wie gesagt, leicht floral. Geschmacklich habe ich hier nichts Florales dabei. Absolut nicht. Und gerade auf der Zungenspitze hier vorne, da macht sich halt wirklich so dieses Fruchtige leicht bemerkbar, das ich aber, wie gesagt, nicht klar zuordnen kann. Es ist äußerst angenehm, es schmeckt, das Ganze passt zusammen. Es ist eine absolut stimmige Mixture von John Aylesbury. Da muss ich schon sagen, hier The Pipe Smokers Edition Nummer 1. Das ist ein guter Tabak. Den hätte ich schon mal viel früher brauchen können. Den hätte ich mal schon viel früher auch mal probieren können. Bin ja nie dazu gekommen. Ich bin halt nur mal ein eingefleischter DTM-Fan. Und John Aylesbury, die Händler, wo ich sonst bestellt hatte oder wo ich auch mal vor Ort war, die hatten nie John Aylesbury. Den hatte ich mir bei Pfeifenhuber vor einiger Zeit, ich glaube Ende letzten Jahres, bestellt. Und jetzt dachte ich mir, probierst ihn einfach mal aus. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Der ist richtig gut. Ja, definitiv ein Tabak für mich. Ein schöner Aromat, kein extremer Hocharomat. Also die Aromatisierung, sie ist angenehm, sie ist spürbar, wenn auch, wie ich ja jetzt mehrfach gesagt habe, eher so subtil. Man spürt es jeweils so als Hauch, wie so einen frischen Hauch nach Frucht, die ich nicht zuordnen kann. Amaretto könnte es sein oder Marzipanaroma, eins von beiden, Amaretto oder Marzipan. Aber ich meine, was Alkoholisches zu spüren. Marzipan plus Alkohol ist für mich Amaretto. Und ich habe dieses Heuige von Virginia und könnte mir halt einfach denken, diese leichte Fruchtnote könnte vielleicht von süffigeren Virginia-Anteilen herrühren. Von Vanille, was ich am Tabak gerochen habe, kann ich nichts schmecken. Die jedoch finde ich definitiv in der Raumnote. Und der Honig, den ich gerochen habe und den ich hier auch schmecken kann, gibt dem Ganzen jetzt nicht so was Pappsüßes. Es gibt ja Tabake mit Honig, die sind richtig süß. Auch hier, das ist wieder so ein bisschen, finde ich, vergleichbar mit der My Generation 1855, Fourth Generation 1855. Das geht eher so in die Richtung Waldhonig. So diese würzigere Note, würziger Honig, nicht zu süß. Also definitiv von mir Daumen hoch.
Eine richtig leckere Mischung. Ich denke, die wird bei mir, muss ich schon überlegen, mindestens 7, vielleicht sogar 8 von 10 möglichen Punkten bekommen. Also ich finde die richtig klasse. Und was mir halt auch gefällt bei der Dose, ist ja nicht nur das tolle Design, weil dieses Bild hier, das gefällt mir sowieso schon seit Jahren, finde ich richtig klasse. Aber vor allem, es ist ja eine von diesen Malerdosen. Und das finde ich das Schöne, weil die schließen ja richtig gut ab. Den Tabak gibt es auch nur in der Dose zu 100 Gramm. Wer also hier 50 Gramm Pouches gewohnt ist oder 50 Gramm Dosen, der muss ja schon etwas tiefer ins Portemonnaie greifen. Ich hatte letztes Jahr hierfür 19,90 € gekauft, bezahlt. Ich gehe davon aus, der Preis wird jetzt heute auch so 19,90, 20,90, 21,90 vermutlich sein aktuell. Wir haben ja inzwischen Mitte Juni. Und die Tabak haben ja preislich wieder angezogen, so meistens um 1 bis 3 Euro. Ja, im Grunde genommen war es das soweit von mir. Ich werde die Pfeife jetzt genüsslich weiter rauchen. Ich gehe davon aus, John Aylesbury ist ja von Cobb Tobaccos hergestellt. Cobb Tobaccos fertigt ja hochwertige Tabake an, von daher kann man nicht viel verkehrt machen. Ich schätze jetzt mal, das Aroma wird sich so für mindestens 2/3 der Pfeife durchhalten, vielleicht sogar für 3/4. Das werde ich dann merken. Sollte es weniger sein, auch das kann ja mal vorkommen, habe ich sogar schon bei Mac Baren erlebt, dann würde ich jetzt hier nochmal einen Nachtrag machen. Ich werde jetzt einfach mal gucken, was passiert. Deswegen von mir war es das jetzt erstmal. Ich bin auf euer Feedback gespannt, wie immer. Zum einen, wie hat euch das Video gefallen? Zum anderen, kennt ihr bereits von John Aylesbury die Pipe Smokers Edition No. 1 mit diesem berühmten Studenten mit der Steckpfeife drauf? Kennt ihr sie? Wie findet ihr die Mischung? Weil ich habe es natürlich wie immer versäumt nachzugucken, nach was sie schmecken soll. Ich habe überlegt, welchen Tabak rauchst du? Kiste aufgemacht, die Dose rausgepickt, den nimmst du. Überlegt, okay, Rückseite nochmal gelesen, habe dann nur gesehen eben Virginias und Maryland, aber ich hatte in Erinnerung, das müsste ein Aromat gewesen sein. Und dachte deswegen, nimmst hier mal die Aromatenpfeife mit einer weiten Bohrung. War eine weise Entscheidung. Top-Pfeife für einen super Tabak. Und es ist halt immer wieder spannend, einen Tabak zu rauchen, von dem man nicht weiß, nach was er schmecken soll. Naja, ich werde jetzt ja merken, was ihr mir als Rückmeldung gebt. Ja, dann würde ich mal sagen, wie immer, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen, denn hier auf meinem Kanal werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Happy Puffing, macht's gut, bis zum nächsten Mal in alter Frische. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.